Zweck. Ich bin 20 Jahre alt und ich mache derzeit eine Ausbildung zum Elektriker für Geräte und Systeme bei R. Stahl in Waldenburg und werde danach Elektrotechnik studieren. Ich bin Franziska Herold, habe Elektronikerin für Geräte und Systeme gelernt bei der Firma R. Stahl in Waldenburg und studiere jetzt Elektrotechnik im 2. Semester. Also ich bin der Julian Winkler, ich bin 22. Ich habe eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme im Rahmen des kooperativen Studienmodells gemacht und studiere jetzt Elektrotechnik. Anfangs wollte ich eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studieren, habe dann aber noch ein Praktikum gemacht bei Stahl zum Ingenieursstudiengang Elektrotechnik und das hat mich dann vollends überzeugt, auf Elektrotechnik umzuschwenken. Ich war schon immer technisch interessiert und habe mich deshalb fürs Elektrotechnikstudium entschieden und fürs kooperative Modell, weil mir da ganz besonders erstens der Bezug zur Firma von vornherein gefallen hat, außerdem, dass man eben von vornherein eine Ausbildung macht und dann schon mal was in der Hand hat, bevor man anfängt zu studieren. Also ich habe mich grundsätzlich erstmal nur für Elektrotechnik entschieden, weil das das Einzige war, was ich mir vorstellen konnte, nach der Schule zu machen. Und dann wurde mir das kooperative Modell angeboten. Und ich bin echt total froh, dass ich das Kooperative machen durfte und hier jetzt so gelandet bin. Also in der Ausbildung im Vergleich zur Schule finde ich persönlich macht es mega Spaß, dass man einfach was Produktives tut. Also man sitzt nicht in der Schule rum und analysiert Gedichte oder sowas, sondern in der Ausbildung kann man wirklich was fertigen, was konstruieren, was programmieren, was man nachher auch wirklich in der Hand halten kann, was man nachher wirklich sieht, was draus geworden ist. Ja, irgendwie schon. Ich finde in Kinzelsau, da die Studiengänge sehr klein sind, ähnelt es doch ein Stück weit immer noch im Unterricht in der Schule, weil es sitzen in der Vorlesung meistens auch nicht mehr Leute wie 30 Studierende und da geht es sehr familiär zu. Ehrlich gesagt habe ich beim Studieren immer eher an Unis gedacht, also riesen Hörsäle mit Massen an Studenten und dass man halt quasi total alles selber machen muss. Und dass es nicht so wie jetzt an der Hochschule in kleinen Klassen ist, die dann doch sehr an die normale Schulzeit erinnern. Also finde ich eigentlich ganz positiv so. Also letztes Semester haben wir konstruiert, da haben wir ein Karottenauto-Fertigungsautomat für den Kindergarten konstruiert, damit Kinder gerne Gemüse essen. Da legt man eine Karotte ein und hinterher erhält man ein Auto in Form von einer Karotte, was man dann essen kann, dass es Kinder schöner finden und dadurch gerne essen. Am interessantesten fand ich die Labore, vor allem das Physiklabor, weil man dort das, was man vorher in der Physikvorlesung lernt, durch die Versuche in der Praxis umsetzen kann. Regulär Studierenden merke ich jetzt bei uns im Kurs schon relativ viel, also vor allem im Vergleich zu den ersten 2 Semestern, da merkt man die Koopler, die sich halt von der Berufsschule schon kennen, die sind halt irgendwie wie so ein Team, die halten auch dann eher zusammen und gehen halt dann auch gemeinsam weiter und die nicht Koop studieren, die schieben das dann eher auf und brauchen halt insgesamt länger, weil einfach das Vorwissen nicht da ist, was ja ganz klar ist, wenn man normal von der Schule kommt und den Vorteil am kooperativen Modell oder grundsätzlich an der Ausbildung vorher, das merkt man schon ziemlich. Also ich habe noch nicht alle Abteilungen gesehen, aber ich war schon im Vertrieb und im Angebotsengineering, das sind auf jeden Fall Abteilungen, die ich mir auch später gut vorstellen könnte. Wo ich es jetzt vor allem sehr gemerkt habe, ist beim Umzug. Wenn es dann darum geht, irgendwas zu konstruieren, was halt im Haushalt noch nicht da ist, was man nicht unbedingt kaufen will und dann so banale Sachen wie Lampen anschließen, wo dann Leute, die halt keine Ausbildung oder kein Studium haben, sich zur Not ins Bild läuft, jemand holen müssen, das kann man halt alles alleine machen. Also meine Lieblingsfächer in der Schule waren ganz klar Physik und Mathematik. Spanisch zum Beispiel oder solche sprachwissenschaftlichen oder gemeinschaftswissenschaftlichen Fächer waren jetzt eher nicht so meins. Einfach auf Studierende zugehen, die das studieren
und fragen oder mal ein Praktikum in einer Firma machen. Da kriegt man am besten einen Einblick davon, wie das Ganze abläuft und die Leute können auch am besten Tipps geben und was darüber erzählen. Also ein Tipp für Studieninteressierte ist auf jeden Fall, dass man sich vorher gut informiert, was möchte ich machen, wie stelle ich mir meinen Job später vor, an was hatte ich Spaß in der Schule, das ist auch ganz wichtig. Und man sollte auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, dass wenn man vorher eine Ausbildung hat, dass das ein deutlicher Vorteil ist gegenüber Leuten, die direkt von der Schule kommen, was ich jetzt auch bei mir im Studiengang merke, dass halt auch ein Vorteil im kooperativen Modell ist. Ja, den Tipp kann ich allen Studieninteressierten mitgeben.